Heute kommen wir zum dritten Teil unserer kleinen Modellkunde-Reihe. Und zwar zu dem Teil, in dem wir uns mit der Vespa Smallframe beschäftigen. Bisher hatten wir immer unseren Experten Olli. Das Problem ist, Olli hat keine Ahnung von Smallframe, also sind wir einmal quer durch Deutschland gefahren, nämlich zu Erik. Und warum wir zu Erik gefahren sind, das zeigen wir euch jetzt. Wir sind zu Erik ins Haus gegangen und Erik ist ein glücklicher Mann, denn bei ihm im Haus stehen auch Wespen, wie man das hier sieht. Und wir versetzen uns noch mal kurz in das Jahr 1962. Piaggio hat gerade die Vespa GS4, die Vespa GS 160 auf den Markt gebracht. Das letzte wirklich runde Modell, auch technisch sehr innovativ. Erik, kannst du mir erklären, warum Piaggio im selben Jahr auch die Vespa Smallframe auf den Markt gebracht hat? Ich würde sogar noch ein Stück zurückgehen. Es ist Juli 1960, Vespa ist gerade mega erfolgreich, hat die 2 Millionste Vespa produziert und verkauft und macht sich gerade eben Gedanken, wie kann ich neue Kundenkreise für meine Produkte finden und entwickelt so die Vespa Smallframe für eine Kundenklientel, die ganz bewusst junge Fahrer ansprechen soll. In Italien darf man ab dem 14. Lebensjahr zu der Zeit bis 1,5 PS ohne Führerschein fahren. Und man wollte auch ganz bewusst die Damenwelt ansprechen, weil bis dato war die Vespa-Fahrerin meistens nur auf dem Sozius ansässig und durfte jetzt auch selber Vespa fahren. Okay, sehr interessant. Also ein Roller explizit für den Kundenkreis Teenager ab 14 Jahre und Frauen wahrscheinlich deswegen auch die etwas leichtere Karosserie, die etwas kleinere Karosserie. Aber ich glaube, wir wechseln mal etwas den Standort, um uns genau anzugucken, was macht eine Vespa Smallframe zur Vespa Smallframe und was sind die technischen Besonderheiten. Das hier ist jetzt eine Smallframe, eine sehr typische Smallframe und hier kann uns Erik am besten erklären, was diese Smallframe ausmacht. Wir stehen hier vor einer Vespa 50N, einer der meistgebautesten Vespas und ganz schön exemplarisch zu erklären, die Smallframe im Vergleich zu den Big Frames in allen Abmessungen geschrumpft. Sie ist kleiner geworden, sie ist deutlich kompakter geworden und der Steg, der im Vergleich zu den Big Frame Modellen fast um die Hälfte geschrumpft ist, macht das ganze Fahrzeug kompakter, wendiger und durch die Stahl-Blech-Konstruktion an dem Roller ist der ganze Roller auch einfach verbindungsstärker geworden. Noch dazu kennen wir das von den anderen Modellen, dass wir abnehmbare Motorbacken und Seitenhauben haben und auf dem Roller der Smallframe ist das quasi integriert worden. Und ihr seht, dass die Motorklappe hier nur noch für eine schnelle Revision am Roller da ist, im Roller voll integriert ist und das macht die Vespa Smallframe aus. Also ihr kennt das wahrscheinlich noch von den letzten Videos, ne? Der Lenkkopf der Runde, diese Nase hier und das Blech, das sah eigentlich schon sehr ähnlich aus noch bei der GS4 und den älteren Modellen, VNB und sowas. Für den Laien vielleicht noch nicht so leicht zu unterscheiden, aber das hier ist das Merkmal, da erkennt ihr am einfachsten eine Vespa Smallframe. Die Backe, die ist fest am Roller dran. Gibt es noch was zum Motor zu sagen, was da besonders ist? Die Motoren haben auch in den 60er Jahren dann oder auch mit den ersten Smallframes in ihrem Neigungsgrad gewechselt. Wir hatten vorher waagrecht aufstehende Zylinder und sind jetzt auf 45 Grad entsprechend mit gewechselt. Wir haben bei den ersten Smallframe-Modellen noch ganz normale Unterbrecherzündungen und wechseln dann im Laufe der Modellgeschichte auch auf die heiß begehrte und pflegeleichte elektrische Zündung. Okay. Was wir auch noch bei den Smallframes haben, seht ihr jetzt hier, ist die aufgesetzte Blechkaskade, so wie wir sie aus den klassischen 50er und 60er Jahren Modellen kennen. Im Laufe der 70er Jahre bei der Vespa Spezial wechseln wir dann hier vorne auf die Plastikkaskade, aber das zeigen wir euch später. Genau. Und was halt auch schön zu sehen ist, dieser neue Motor, ne, der passt einfach auf wesentlich weniger Bauraum. Also eine Large Frame, die ist hier einfach breiter und so. Und die Small Frame hat halt den kleinen Rahmen und den kleinen Motor, der da schön reinpasst. Deswegen hat man das auch alles neu konstruieren müssen und konnte in diesem Rahmen nicht einfach den alten Motor weiterverwenden. Genau. Noch dazu im Vergleich jetzt zum Beispiel zu den direkt angesaugten Modellen oder auch zu den Big Frames, die wir vorhin schon genannt haben. Wir wandern fast wieder eine Evolutionsstufe zurück.
In den 50er Jahren, bei der Lampe unten zum Beispiel, war der Vergaser ja auch hinter einer Vergaserdeckel. Und auch hier ist der Vergaser, hat wieder seinen eigenen Raum bekommen und wird quasi dem Motor vorgeschaltet, so wie man das davor schon mal mit kannte. Ist für die großen mitteleuropäischen Hände manchmal ganz schön eng da drin. Wahrscheinlich haben sie deswegen in Wirklichkeit Smallframe genannt, weil sie wussten, dass wir mal Probleme beim Schrauben haben dabei. Aber sehr kompakt auch hier drin, Vergaser 1610, 1616er im Standard, wie wir sie hier verbaut haben. Dieser Roller, vor dem wir jetzt stehen, der hat ja auch noch eine ganz besondere Geschichte, wenn ich das richtig sehe. Genau, wir stehen vor meinem persönlichen heiligen Gral der Sammelleidenschaft. Es ist eine Vespa Verde Mela im tollen Originalzustand. Und das Besondere an ihr, sie ist noch dazu die 4. produzierte Vespa aus dieser Modellreihe und noch dazu in meiner absoluten Lieblingsfarbe. Okay, also auch die erste in dieser Farbe überhaupt, die hergestellt wurde. Das ist die erste, die vom Band gelaufen ist in dieser Farbe und überhaupt die Nummer 4 aller produzierten 50N-Modelle. Okay, krass. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sehr schöner Roller, aber als nächstes wollen wir uns angucken, was es überhaupt für Smallframe-Modelle gab und welche da die wichtigsten sind. Und dazu gehen wir wieder hoch in deine Garage. So machen wir das. Sehr gut. So, wir sind wieder im Allerheiligsten von Erik angelangt, nämlich in der Mitte seiner Vespa-Sammlung. Und wie man sieht, sammelt Erik vor allem Vespa Smallframe-Modelle. Das passt besonders gut zur heutigen Folge, denn diese Sammlung ist wirklich grandios und ich glaube, sie ist auch ziemlich lückenlos. Und wo wir hier jetzt stehen, das ist genau der Punkt, an dem die ganze Smallframe-Geschichte anfängt, oder? Wohl wahr. Erstes Modell, Baujahr 1964 hier hinter uns im Originalzustand mit Original-Libretto und original-italienischen Papieren dazu. Besonderheit von der ersten Serie ist die kleine Motorklappe auf der Seite, das große Gepäckfach, der etwas kleinere Tank und die besondere Zeichnung auf dem Lenker, wo das Dreigangmodell noch ein kleines bisschen anders gezeichnet ist als auf anderen Modellen. Okay, und warum die hier oben steht und nicht hier unten, das hat, glaube ich, einen ganz einfachen Grund. Und zwar habe ich einen leichten Eindruck, dass du ein Faible für eine bestimmte Farbe hast, Erik. Kann das sein? Ja, das ist der Dream in Apple Green. Wie du siehst, also das Verde Mela oder das zu Deutsch Apfelgrün, das ist meine absolute Lieblingsfarbe. Ich bin seit vielen Jahren auf der Jagd nach passenden Modellen und habe sie eigentlich alle zusammen. Die einzigste, die mir noch fehlt, soll angeblich eine Vespa Rally in Apfelgrün in Schweden geben, aber ich habe sie leider noch nicht erjagt. Genau. Und was es nämlich auch nicht in Apfelgrün gibt, ist die erste Serie. Deswegen steht die hier oben. Und wie es dann weiterging mit der Vespa Smallframe, das schauen wir uns da vorne an. Okay, wir haben hier chronologisch aufgebaut die verschiedenen Vespa-Modelle, richtig? Richtig. Starten bei einem absoluten Klassiker, der 90 Supersprint. Ganz besondere Silhouette, aber da kommen wir nachher sicherlich nochmal im Detail dazu. Und würde einfach weitergehen. Für mich die erste echte 50er, die 50L, hier auch im Modelljahr 1966 vor uns. Kleine Besonderheiten ist einfach noch das viereckige Emblem, das ihr dann nachher bei den anderen Modellen nicht mehr sieht. Genauso wie der Schriftzug und die Bördelkante in Alu. Und gibt noch diverse verschiedene Rücklichter auf dem Modell, das das Modell besonders macht. Und diese beiden, glaube ich, ne, sowohl die SS als auch diese L, die hatten einen kürzeren Rahmen, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Um wie viel ist der kürzer ungefähr? Das ist die Besonderheit auf den Modellen, sind wenige Zentimeter. Beim Fahren merkst du es kaum, okay. Aber einfach für dieses Modellspezifische ist es so die kleine Besonderheit. Okay. Also weiter geht es dann eigentlich so, ich sage immer so, das ist Wald- und Wiesenmodell. Die häufigst gebaute 50er, die es dann gibt, unterscheiden sich in den N- und R-Modellen. Das ist im Prinzip die Vespa, die in Italien jedes Kind bekommen hat, zur Kommunion, zum Geburtstag. Das ist das Modell, das jeder haben musste und das am häufigsten gebaut worden ist. Hier auch in meiner Lieblingsfarbe, auch im schönen Originallack. Sehr gut. Und danach wird die Vespa größer, oder? Sie wird die Vespa ist erwachsener geworden. Kubik. Sind hier auch schon, wie du gerade gesagt hast, nicht mehr im Bereich von 50 Kubik, sondern wechseln quasi auf die 125er. Die Rahmen sind insgesamt ein bisschen größer geworden. Der Radstand hat sich verlängert. Die Besonderheit zum Fahren, wir bewegen uns jetzt hier nicht mehr im 8 und 9 Zoll Bereich, sondern wechseln das erste Mal auf die 10 Zoll Bereifung, die auch beim Fahren ein ganzes Stück mehr Komfort gibt.
Und letztendlich haben wir hier zwei Modelle mit dazu. Das eine hier ist die 125er Primavera, also der Frühling zu Deutsch, der auf die Straße gekommen ist von Vespa, mit schönen Fahreigenschaften, wunderschönes Modell und ich finde auch mit dem sehr eleganten Schriftzug und der tollen Börtelkante ein echter Klassiker. Wann wurde die eingeführt, die 125er, das erste Mal? Das Modell, das hier jetzt steht, ist aus dem Produktionsjahr 1969. Danach das absolute Fahrermodell, Primavera ET3. Ich finde einen Quantensprung, auch der Roller, der am wenigsten Ärger macht in der Smallframe-Serie, mit dem man am meisten Spaß haben kann. Es ist einfach geschuldet, dass auf diesem Modell das erste Mal die elektronische Zündung verbaut wurde. Startet sich super, hat ein bisschen besseres Ansprechverhalten, die Lüfterräder sind ein bisschen leichter geworden und ein wirklich tolles Modell zum Fahren. Das ist so der klassische Daily Driver, mit dem kannst du gut in die Eisdiele fahren, aber genauso die 100 Kilometer Tour mit den Jungs ist auf dem Roller hier gut machbar. Okay, und dafür steht nämlich genau auch ET3, Electronic Traversi 3. Wir hatten beim letzten Mal die T5 Traversi 5 und zwar hieß das 5 Überströmkanäle. Hier Traversi 3 Überströmkanäle hat dieses Modell gegenüber der Primavera, die hatte nur 2, also ein wenig mehr Leistung und auch ganz wichtig, E für Elektronik, die elektronische Zündung war wesentlich wartungsärmer und zuverlässig. Danach wird der Lenker eckig, also ganz markant, wie du es schon sagst. Die Kaskade ändert sich. Die Kaskade ist nicht mehr direkt mit dem Rahmen verbunden, sondern ist hier aus Kunststoff aufgesetzt auf dem Roller. Gab wiederum verschiedene Serien der Spezialreihe. Das ist jetzt eine Spezial der ersten Serie mit dem zweigeteilten Schriftzug hier noch drauf. Noch dazu hier ein deutsches Modell mit den Lenkerendblinkern. Da gab es auch ganz viele verschiedene Modelle mit Lenkerblinkern, noch unter dem Lenkkopf mit dazu und vielen kleinen Details, wie auch diese Klingel. Diese Klingel oft weggeschmissen, aber in Sammlerkreisen ein sehr begehrtes Stück. Heute wertvoll, oder? Heute wertvoll. Okay. Woran erkennt man eine originale Klingel? Erkennst du an der Aufschrift mit dazu und der echte Kenner hört am Klang. Gut, die sieht sehr ähnlich aus, also von vorne fast nicht zu unterscheiden. Was ist das andere an diesem Modell? Dieses Modell hat funktioniert, das hier nicht so richtig oder nur bei echten Liebhabern oder Profis. Das ist die Elestart. Kleine Änderungen, hier seht ihr noch die Lenkerendblinker, hier sind wir gewechselt auf das italienische Modell ohne Blinker mit dazu. Kleine Besonderheit mit dazu, dieser Roller hat auf der anderen Seite, da wo die Vespa normalerweise seinen Motordeckel hat, hier noch einen Deckel, aber es ist kein Gepäckfach, sondern darunter versteckt sich der Anlasser, die Zündung und die passende Batterie, indem man dann oben über den Lenker die Vespa auch anlassen kann. Das aber auch eher in der Theorie. In der Praxis war die Batterie entweder immer leer oder hat nie vernünftig funktioniert. Erich weiß, wovon er spricht. Ich leider auch. Ich musste solche Dinge ab und zu reparieren. Wie man sieht, tritt man hier so ein bisschen ins Leere. Aber die haben ein ganz fürchterlich interessantes Detail, was das Ding aber auch so anfällig gemacht hat. Nämlich hier unter der Motorbacke befindet sich etwas, das heißt Dynastarter. Das ist hier so ein Polrad, das ist so extrem dick. Und das liegt daran, dass das nicht nur die Zündung, das ist nicht nur das Polrad für die Zündung, das ist gleichzeitig der Starter. Also ein Elektromotor gleichzeitig. Der wird dann halt irgendwie umgepolt oder sowas. Und diese Technik, die war halt fürchterlich anfällig. Zusätzlich noch mit 6 Volt. Ne? Hier drüben waren, glaube ich, 2 6 Volt Batterien. Ist das richtig? Richtig, ja. Habe ich zum Glück richtig in Erinnerung. Das ist alles ganz fürchterlich. Also schön, selten, zum Hinstellen. Gut, was haben wir noch? Es gab noch eine sehr schöne Ausführung, glaube ich, von den Specials. Die echte deutsche Ausführung, die zweite, die hatte 4, das sieht so aus wie kleine Taschenfernseher, hatte die verbaut, richtig? Das war dann die 4 Blinker Special. 4-fach Blinkanlage und die ist einfach so schön, dass ich sie nicht in meiner Sammlung haben wollte. Genau. Gut, was kam nach der Special? Nach der Special ist dann im Prinzip wirklich ein Quantensprung. Wir wechseln dann in die Liga der PKs. Sind für mich immer noch Smallframes und die schauen wir uns jetzt an. Gut. So, und bevor wir zu den PKs gehen, muss ich euch noch ein Detail zeigen. Das habe ich so, glaube ich, noch gar nicht gesehen, jedenfalls bewusst. Nämlich hier diesen Elestart-Schriftzug mit diesem kleinen Blitz hier. Den finde ich sehr schön. Sowas brauche ich auch. Gut, ab zu den PKs. Jetzt sind wir endgültig in den 80er Jahren angekommen, nämlich bei der Vespa PK. Eben noch
die Vespa Special, ähnlich wie bei der Large Frame. Alte Modelle, aber schon leicht mit Kanten aufgehübscht. Jetzt sind wir endgültig beim eckigen Design der 80er Jahre angelangt, nämlich bei der Vespa PK. Quantensprung in den Modellen. Ich sage, wenn du hier stehst, Vespa PK 50S, die XL, diverse Varianten, 50 Kubik, 80 Kubik, 125 Kubik und immer als quasi Pendant zur PX-Reihe gesehen. Okay, also man sieht, dass sich hier schon einiges geändert hat an der Form, aber innerhalb der PK-Reihe gab es auch noch eine ganze Menge Neuerungen und wir stehen jetzt, glaube ich, hier vor dem interessantesten Modell für Sammler. Ich glaube auch, mit Abstand das seltenste Modell aus der PK-Serie ist die ETS. Gab es auch wieder in 2 verschiedenen Varianten. Aber das sehe ich persönlich auch so ein bisschen als die Supersprint der 90er Jahre. Okay, also dass sie nochmal diesen Wert erreichen wird vielleicht, wie eine Supersprint meinst du? Heute maßlos unterbewertetes Modell, aber die ist so selten, die fährt sich richtig gut, die funktioniert und die ist wirklich was Besonderes. Okay, auch hier wieder, wenn ihr das Large Frame Video gesehen habt, ihr erinnert euch vielleicht, wie Olli die ETS angekündigt hat, die T5 ist quasi das Large Frame Pendant. Hier ist der sportliche Roller der 80er Jahre als Small Frame, nicht ganz so schnell wie die Large Frame, aber ein ähnliches Design mit solchen Streifen und mit Detailänderungen am Motor, ein besonderer Auspuff. Und ja genau, das war dann halt ein bisschen schneller als der Rest der Small Frames. Und ganz zum Ende raus der PK-Reihe, da ist dann nochmal richtig viel Plastik ins Spiel gekommen. Ich will es nicht schönreden, aber es scheiden sich so ein bisschen die Geister an der XL2 dann wirklich am Ende. Da ist schon ganz schön viel Plastik verbaut, sehr futuristisch. Zum Fahren ein gutes Modell, zum Sammeln heute eher noch schwierig. Das Modell, wo wir jetzt vor uns stehen, hat ganze 6 Kilometer gelaufen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Besitzer sich nicht einfach geschämt hat, sie zu fahren. Okay, hartes Urteil. Die XL2 hat aber auch große Segnungen für die Smallframe-Fahrer gebracht, zum Beispiel die XL2-Kupplung. Die hat viele Probleme behoben, aber optisch war das Modell natürlich sehr streitbar. Die PK-Baureihe, die hat noch viele andere Überraschungen für uns bereitgehalten, wie zum Beispiel diese lustigen Automatikmodelle, aber da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Vielmehr bleiben wir zwar bei der Farbe, aber wir wollen zeitlich nochmal zurückgehen. There's dirt on my hands, strong like a tree, there's roots where I stand, oh I've been running from the law. So, wir stehen jetzt hier quasi vor dem heißesten Scheiß der Smallframe-Welt, nämlich vor der Supersprint. Wir haben gleich 2 Modelle und warum es davon 2 Modelle gibt und was der Unterschied ist, das erklärt uns Erik. Fiasco, wie gesagt, und die Einladung mit dazu ist der heilige Gral der Vespa, der SL-Flügeltürer unter den Vespa-Modellen, die 50 und die 90 SS, unten als 50er und hier oben als 90er Supersprint, wirklich das gesuchte Sammlerstück mit 90 Kubik, total spezifisch und auf keinem anderen Modell verbaut worden. Seht ihr hier die Toolbox und die entsprechenden Radkappen mit dazu. Das Modell hat ein gekürztes und cuttetes Beinschild, damit es weniger im Wind steht und damit man noch mehr Leistung hatte, was auch für die Rennserien total wichtig war. Und mit dieser Kombi zwischen den Beinen lässt sich der Roller einfach in jeder Kurve noch besser um die Ecken zirkulieren. Man ist noch näher dran am Geschehen und hat natürlich auch mit dem stärksten Smallframe-Motor aus dieser Zeit hier das stärkste Aggregat verbaut. Du hast hier deine Möglichkeiten gehabt. Du hast sonst auf der Vespa kein Seitenfach oder keine anderen Möglichkeiten, was mit gehabt zu verstauen. Du kriegst hier quasi noch ein bisschen Werkzeug rein, aber auch genauso das Führen zwischen der Box und auch beim Fahren. Noch nicht viele sind in den Genuss gekommen, auf einer Smallframe mit so einer Box zwischen den Beinen mal eine Runde drehen zu dürfen. Aber das macht noch ein bisschen mehr Spaß als bei den anderen Modellen. Okay, also was man hier halt nicht verstauen kann, ist Benzin, ne? Um es kurz zu sagen. Da gehören Werkzeuge rein oder was einem sonst gerade einfällt. Und was man halt bei einer Vespa vermisst, fahrtechnisch, ist der Knieschluss. Den kann ich natürlich hier über diese Toolbox herstellen. Das macht es ein bisschen besser in der Kurve. Gab es denn bestimmte Rennserien, wo diese Roller gefahren sind? Es gab Rennserien, es gab sogar eine Klientel der Fahrer, die GPS, der Gruppo Piloti Speciali, die überhaupt autorisiert waren, dieses Modell mit bewegen zu dürfen. Es ist wirklich ein ganz erlesener Kreis derer dessen, die das Modell mit bewegt haben. Das waren alles sehr kleine, schmächtige Italiener, die auf ihrem Roller mit drauf saßen
Jetzt sind wir so der mitteleuropäische, leicht untersetzte Durchschnitt, der mit 1,90 Meter auf dem Ding eher aussieht wie der Affe auf dem Schleifstein. Jetzt habe ich ja lange in Ostberlin gewohnt, ne? Und ich musste ja immer anhören, dass ja die Schwalbe viel schneller ist als die 50er Vespa. Aber jetzt kam 1966 diese Supersprint auf den Markt. Wie schnell war die denn? 75 km/h in dem Fall mit einer Person. Das ist im Vergleich zu einer 50N mit 1,5 PS wirklich ein richtig steiler Zahn. Okay, 75 km/h, das ist natürlich auch schneller als jede Schwalbe, falls euch noch mal jemand fragen sollte. Wie schnell war denn die 90 SS? Noch ein ganzes Stück schneller als die 50 SS, weil sie natürlich auch noch mal mehr Leistung mit hat. Auf der Straße bewege ich sie aber leider nur ganz selten, weil solche seltenen Stücken dann doch einfach in ein gut behütetes Regal gehören. Okay, und jetzt die Frage, die mir die ganze Zeit auf der Seele brennt, seitdem wir hier stehen. Warum gehören die hier ins Regal und nicht ins Wohnzimmer? Du hast so ein Glück, dass du deine Roller im Haus hast. Warum nicht im Wohnzimmer? Sie sind einfach nur rot und weiß und nicht Werdemähler. Das kann ich verstehen. Und damit gehen wir zurück nach Bonn, Köln, Mainz.